Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier bei Comic. Habt ihr euch auch schon einmal gewundert, warum auf euren Reolink-Kameras, NVRs, Homehubs und so weiter gar nicht die aktuelle Software läuft, obwohl ihr die automatischen Updates aktiviert habt? Nun ja, es gibt eine Möglichkeit, die Updates manuell zu überprüfen und sie manuell zu installieren. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann bleibt dran, denn genau das zeige ich euch hier in diesem Video. Wie ihr wisst, nutze ich eine Vielzahl an Reolink-Kameras. Ich habe den Home Hub, ich habe meinen Netzwerk-Videorekorder, die Türklingel und viele andere Geräte. Reolink bietet regelmäßig Updates, die Firmware wird aktualisiert und neue Funktionen werden bereitgestellt. Ich habe nun aber bemerkt, dass nicht alle Kameras automatisch diese Updates bekommen, obwohl ich die automatische Aktualisierung eingeschaltet habe. Nun ja, bei den Akkukameras gibt es gar keine Möglichkeit mehr, manuell nachzuschauen, was die aktuelle Firmware ist, welche Neuerungen es gab, denn das wird von Reolink zentral gesteuert. Aber für die kabelgebundenen Kameras, für die PoE-Varianten, selbst für die WLAN-Varianten mit Stromanschluss gibt es die Möglichkeit, die Updates manuell zu überprüfen und auch manuell auf die Kameras zu überspielen. Hier am Client, den ihr hinter mir am PC schon sehen könnt, werde ich euch zeigen, wie ihr herausfindet, welche Firmware überhaupt auf der Kamera läuft. Ich werde euch zeigen, wo ihr nachschauen könnt, welches die aktuellste Firmware ist. Und natürlich zeige ich euch auch, wie ihr die aktuellste Firmware auf eure Kamera aufspielen könnt. Ich befinde mich in der Übersicht des Clients und habe meine TrackMix-Kamera als Beispiel ausgewählt. Über das Zahnrad kann ich in die Einstellungen gelangen und unter Info sehe ich die aktuellen Daten zur Kamera, unter anderem auch die aktuell genutzte Firmware. Ich wechsle zum System, in die Wartung und habe hier die Möglichkeit, das Firmware-Update manuell oder automatisch zu starten. Das Auto-Update ist aktiv. Das bedeutet, dass die Kamera sich grundsätzlich selber automatisch aktualisieren sollte. Ich kann aber mit einem Klick auf die neueste Version prüfen, testen, ob es eine neuere Version klickt. Ihr seht, keine neue Version verfügbar. Ich habe mir den Home Assistant eingerichtet, um ein paar smarte Funktionen zu Hause zu nutzen. Unter anderem ist mir hierbei aufgefallen, dass in den Einstellungen mir Updates von verbundenen Geräten angezeigt werden. Unter anderem seht ihr auch hier die TrackMix-Kamera, welche für ein Update vorgeschlagen wird. Wenn ich das Ganze anklicke, sehe ich die aktuelle Version, die ich habe und eine neuere Version, die ich nutzen könnte. Der Home Assistant bietet mir an, direkt die Kamera über den Aktualisieren-Knopf zu aktualisieren. Das werde ich an dieser Stelle nicht tun, denn ich möchte euch ja zeigen, wie ihr das Ganze manuell tun könnt. Um manuell nach der Firmware zu suchen, bin ich auf die Webseite des Download-Senders von Reolink gewechselt. Den Link zum Download-Sender findet ihr unter dem Video in der Beschreibung. Hier wähle ich zunächst mein Modell aus, indem ich den Namen einfach eingebe. Die möglichen passenden Kameras werden mir bereits vorgeschlagen und ich wähle meine PoE-Kamera aus. Als nächstes muss ich noch die Hardware-Nummer auswählen. Hier gibt es nur eine zur Auswahl. Wenn ihr wissen wollt, welche Hardware-Nummer ihr habt, schaut im Infocenter des Einstellungsmenüs der Kamera nach. Ich klicke auf Suchen und das System bietet mir mehrere Updates an. Meine Reolink TrackMix PoE-Kamera nutzt aktuell die untere Firmware der beiden hier angebotenen Versionen. Ich habe die 3748. Aktuell gibt es aber eine neuere Version und zwar die 4255 vom 15. Dezember 2024. Unter Hinweis und Aktuelles kann ich nun nachlesen, was sich verändert hat. Die Netzwerkservices sind optimiert worden und kleinere Fehler wurden behoben. Nichts Gravierendes also. Ich klicke Firmware herunterladen, bekomme noch einen Hinweis, dass ich mir bewusst sein soll, was ich hier tue und vor allen Dingen, dass ich noch einmal prüfen soll, dass die ausgewählten Kameras tatsächlich die richtigen sind. Ich bin einverstanden und die Software wird im Hintergrund auf meinen Computer heruntergeladen.
In meinem Download-Ordner sehe ich nun die heruntergeladene Datei als ZIP-Format. Ich kann erkennen, dass es sich um eine Firmware für die Reolink TrackMix PoE handelt, und zwar in der Version 4.2.5.5. Mit einem Rechtsklick, weitere Optionen, hier entpacken, entpacke ich die ZIP-Datei. Neben der Datei mit der Firmware wird mir auch eine Reolink PDF angezeigt bzw. entpackt, in welcher noch einmal steht, wie das Update vorzunehmen ist. Entscheidend ist jedoch die PAK-Datei. Zurück im Client befinde ich mich noch immer im Wartungsmenü. Über Browsen kann ich die Datei direkt auswählen. Mit einem Doppelklick starte ich den Upload. Nach einer Weile wird mir die Datei angezeigt und ich kann wählen, ob ich die Kamera beim Einspielen des Updates zurücksetzen möchte. Das mache ich natürlich nicht, denn ich möchte alle Einstellungen behalten. Ich klicke direkt auf Upgrade. Erst jetzt zeigt mir die Kamera einen Hinweis, dass es eine neuere Firmware gibt. Der Upgrade-Prozess kann einige Minuten dauern. Am Ende gibt es eine Erfolgsmeldung und die Kamera startet neu. Ihr seht also, der gesamte Update-Prozess dauert nur wenige Minuten und ist überhaupt nicht kompliziert. Sollten bei euren Kameras, bei eurem NVR, dem Home Hub, der Klingel einige Funktionen fehlen oder nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, dann schaut doch einfach mal nach, ob es nicht ein Firmware-Update gibt, welches ihr manuell einspielen könnt. Den Link zum Download-Sender, den findet ihr unter dem Video. Dort findet ihr auch den Like-Knopf. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr den betätigt, denn das bringt mich und meinen Kanal voran. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, klickt den Abonnieren-Knopf und ihr verpasst keins der neuen Videos. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesen ganzen Packungen auf sich hat, welche Kameras ich verwende, was ich getestet habe, was ich empfehlen kann, was eher nicht, dann schaut auch mal unter das Video. Dort findet ihr meine Playlisten und natürlich auch die passenden Produktlinks zu den Kameras, die ich selber verwende, mit denen ich zufrieden bin. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao!